Viele von euch haben natürlich mittlerweile das iPhone 15 Pro und das iPhone 15 Pro Max, sind auch fleißig am Kreieren, am Filmen, am Fertigmachen und werden natürlich festgestellt haben, dass durch diesen schnellen USB-C-Anschluss hier richtig viele Möglichkeiten bei dem iPhone jetzt für kreative Dinge und natürlich auch fürs Filmemachen geschaffen wurden. Und wenn man beim Filmen ist, dann ist das natürlich immer mit dem iPhone klar, das macht dann so und es ist leicht, es ist schön, aber da fehlt dann irgendwas. Zum einen hängt natürlich dann hier die Festplatte raus. Wenn man jetzt über ProRes aufnimmt und auf externer Festplatte speichern möchte, damit der Speicher im Telefon nicht allzu doll belastet wird. Ich habe mir jetzt auch ein 512 GB Telefon gekauft. Vorher war es ein 1 Terabyte und bin der Meinung, das reicht jetzt, wenn ich das extern hier auf Festplatte aufspiele. Man kann sogar mit so einem kleinen USB-C-Stick jetzt aufnehmen. Zeige ich euch alles in diesem Video. Und das eröffnet natürlich viele Möglichkeiten. Und das Problem an der ganzen Geschichte ist natürlich, du willst natürlich nicht immer nur dein iPhone so halten, dann hängt hier die Festplatte raus und irgendwie fehlt da was an Zubehör. Und genau darum habe ich mich mal in diesem Video gekümmert. Ich habe mal mein eigenes Setup für das iPhone 15 Pro Max so ein bisschen zusammengestellt, will euch daran teilhaben lassen und vielleicht noch kreative Vorschläge, wer da jetzt andere Dinge hat und vielleicht sogar schon weiter ist. Sehr gerne hier in die Kommentare mit rein. Ich freue mich über alles, was mich hier sozusagen weiterbringt. Gleichzeitig reden wir natürlich auch noch über die Blackmagic App. Die hat jetzt ein neues Update bekommen. Es ist jetzt die Softversion 1.01 und jetzt kannst du hier in der Blackmagic App auch schon ProRes Log aufzeichnen und ein paar kleine Dinge sind auch noch dazu gekommen. Reden wir natürlich auch noch mal in meinem Video drüber. Und das absolut größte Highlight ist natürlich bei der Blackmagic App, nur mal so ein Gedanke bei der Blackmagic App, du kannst mit so einem simplen USB-C HDMI-Adapter jetzt über dein ATEM Mini Pro, mal richtig rumhalten, ja, in Ordnung muss sein, über den ATEM Mini Pro sogar Livestreams machen. Du kannst das als B-Cam oder als A-Cam nutzen, über die App, dank diesem Clean-Out HDMI, absolut bahnbrechend. Gleichzeitig kannst du dein Telefon auch noch als Computer verwenden. Mache ich auch noch ein extra Video drüber. Es ist wirklich mittlerweile richtig krank, was hier passiert ist mit dem iPhone. Bei der Apple-Vorstellung war es natürlich so gewesen, ja, wir haben jetzt USB-C, alle haben gedacht, okay, man kann jetzt aufnehmen auf Festplatte, aber dieser kleine Anschluss eröffnet dir als Kreativer so viele Möglichkeiten, das kannst du dir gar nicht vorstellen und einige davon, die klären wir in meinem Video. Jetzt geht es erstmal darum, wie das Setup fürs Video aussehen könnte und das Schöne ist, dadurch, dass die Kameras relativ gleich sind von der Größe, kannst du natürlich auch schon Zubehör vom iPhone 14 Pro Max noch verwenden und teilweise passen die Hüllen auch noch. Das ist eine gute Geschichte, da muss man nicht so lange warten, bis jetzt die Kreativen des Zubehörs wieder fürs iPhone 15 Pro Max alles entworfen haben. Ich zeige euch ganz einfach mal, wie ich mir das so vorgestellt habe und wünsche euch natürlich viel Spaß beim Anschauen. Das einfachste Setup ist natürlich dein iPhone und wenn du extern aufnehmen möchtest, gibt es natürlich jetzt von Samsung diese USB-C-Sticks. Hier direkt, das ist jetzt ein 256 GB USB-C-Stick und den musst du natürlich vorher formatieren in deinem MacBook, sonst geht er nicht am iPhone 15 Pro Max zum Aufnehmen. Heißt nicht vergessen, erst formatieren, dann reinstecken. Wenn du ihn formatiert hast, dann kannst du den sozusagen hier einstecken, öffnest dann die hauseigene Video-App von Apple, gehst dann in den ProRes-Modus und das bedeutet natürlich bei mir jetzt ProRes Log und du siehst natürlich zwei Dinge. Einmal ist dann dein Telefon mit USB-C verbunden, das ist hier unten angezeigt und einmal siehst du ganz clever hier die Restzeit direkt oben und zwar sind es in diesem Fall von diesem USB-Stick noch 35 Minuten, 3 oder 4 Minuten habe ich aufgenommen, also insgesamt 38 Minuten kannst du mit 256 GB in ProRes Log aufnehmen. Und das ist natürlich, wie gesagt, das einfachste Setup, was man jetzt sozusagen machen kann. Du kannst auch im Nachhinein noch deine Daten, wenn du jetzt auf dem Telefon aufnimmst, auf den Stick übertragen. Das geht auch noch. Aber wie gesagt, nur im ProRes-Format kannst du extern aufnehmen. Das geht nicht im Kinoformat und das geht auch nicht in anderen Formaten. Nur wenn du ProRes hast, dann gibt er dir sozusagen das Videosignal über den USB-C-Anschluss nach außen über eine externe Quelle. Das Schöne ist einfach nur abziehen und dann zur Bearbeitung an deinen PC bzw.
an dein Mac anschließen und du sparst dir natürlich immens Zeit, die sonst durch AirPlay entstehen würde, wenn du jetzt sozusagen die Daten erstmal über Funk übertragen musst. Jetzt wird es ein bisschen professioneller und natürlich auch anstrengender, denn du hast natürlich auch die Möglichkeit, extern auf SSD aufzunehmen, was dir natürlich viel mehr Speicher bringt. Wenn du jetzt eine Samsung S5 oder S7 hast, ich habe jetzt eine S7 mit 2 Terabyte Speicher, dann ist es natürlich ideal, wenn du dir so ein Cage besorgst. Ich habe es hier besorgt von der Firma Neewer und es gibt es auch von SmallRig und das gibt es natürlich auch von anderen Herstellern. Aber mir hat die Farbe gefallen und gleichzeitig hat mir auch gefallen, dass dieses Cage vom iPhone 14 Pro Max ist und immer noch beim iPhone 15 Pro Max komplett passt. Das zeige ich euch jetzt erstmal. Du musst hier diesen kleinen Hebel aufziehen und bist dann sozusagen beim Deckel und dann schiebst du einfach dein iPhone 15 Pro Max hier rein. Hier an der Seite sind noch Führung und Schienen drin aus Gummi, sodass dein Telefon nicht zerkratzt. Das ist wirklich eine gute Überlegung. Dann einfach Deckel zu und hier den Hebel wieder rummachen und so ist dein Telefon wirklich komplett gesaved. Und du hast natürlich auch eine sichere Hülle, das kann auch mal runterfallen, da passiert gar nichts. Der Rahmen ist aus Aluminium. Hier im vorderen Bereich siehst du natürlich noch bestimmte Vorrichtungen, die sind für externe Objektive. Du kannst natürlich auch anamorph filmen mit bestimmten Apps. Und anamorph Film heißt natürlich dann dieser 16:9 bzw. 17:9 oder Kinomodus, wo du sozusagen alles so ein bisschen in die Breite ziehst. Und dafür gibt es dann auch noch Objektive. Und jede Firma hat mittlerweile seine eigenen Objektive. Bei SmallRig, da gibt es jetzt ein anamorphes Objektiv, was dann nur an diesem SmallRig Case passt und die anderen Cages passen nicht. Und bei Neewer ist es so, dass hier die Moment-Linsen verwendet werden können. Und von Moment habe ich auch eine Linse und die macht man dann einfach hier direkt drauf und schon kannst du anamorph filmen. Das heißt, mit Lensflares und Kinogeschichten bist du dann hier relativ gut aufgehoben. Und hier oben siehst du dann natürlich die Vorrichtung für die Samsung-Festplatten und zwar für die T5 und für die T7 Festplatten. Ich habe eine Samsung T7 mit 2 Terabyte und eine T5 mit 1 Terabyte. Beide Festplatten passen hier oben rein und beide Festplatten nehmen natürlich auch ProRes auf dem iPhone 15 Pro Max. Und hier ist es natürlich noch wichtig, dass du diese Vorrichtung natürlich extra kaufen musst. Die ist jetzt nicht dabei. Diese ist von der Firma Nize und gefällt mir eigentlich sehr gut. Und ich habe sie im oberen Bereich verschraubt, weil du ja dann hier den USB-C-Anschluss noch hast und irgendwie musst du ja dann dein Telefon auch noch halten. Dazu kommen wir dann gleich noch, aber hier im oberen Bereich ist sie erstmal relativ safe. Dann habe ich noch ein kurzes USB-C Thunderbolt-Kabel bestellt und warum kurz? Weil mir das sozusagen dann immer so ein bisschen auf die Nerven geht, wenn so lange Kabel da dran sind an der Festplatte und alles rumhängt. Und das ist wirklich hier sehr gut komprimiert und schön und ist wirklich einfach anzubringen. Du steckst es dann hier über dieses Cage in den USB-C-Anschluss rein und dann hast du natürlich deine Festplatte. In meinem Fall jetzt mal die Samsung T7. Hier ist der Anschluss für USB-C. Der geht nach innen rein. Dann sicherst du die Festplatte mit dieser Schraube, sodass sie schön festhält. Und dann hat das Ganze natürlich den Vorteil, dass du hier dann dieses kurze Kabel einfach nur einführst, reinsteckst und schon ist dein Telefon mit der Festplatte verbunden und du hast natürlich nicht diese nervige Kabelgeschichte. Hier hängt nichts rum. Das ist wunderbar und gefällt mir richtig gut. Also leider Gottes 4 verschiedene Zubehörsachen. Einmal die anamorphe Linse, dann das Cage, dann die Festplattenhalterung und natürlich noch das kurze Kabel. Das wäre dann so das einfache Setup, mit dem du wirklich schon so unterwegs sein kannst. Natürlich stört dann immer noch der USB-C-Anschluss. Der muss aber sein, weil du musst ja wie gesagt auf der externen Festplatte ordentlich aufnehmen können. Dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, das Telefon während des Filmens zu laden. Nun hast du nur einen USB-C-Anschluss und der geht zur Festplatte. Das heißt praktisch über USB-C laden wird nichts. Aber wir haben ja noch eine zweite Lademöglichkeit. Von Anker und von anderen Herstellern gibt es diese Powerbanks und die legst du einfach nur an dein Telefon an. Dank des magnetischen Anschlusses hält es natürlich und während des Filmens wird dein Telefon noch mit Strom versorgt, weil die Apps ziehen ja auch eine ganze Menge. Also wenn du jetzt mit der Kamera wirklich fast den ganzen Tag unterwegs bist, dann dauert das nicht lange, bis dein iPhone leer ist. Deswegen ist
solche Geschichte natürlich immer noch die bessere Basis, denn über den USB-C-Anschluss kommst du ja nicht, weil hier die Festplatte verbunden ist und USB-C-Laden funktioniert nicht. Jetzt hast du verschiedenes Zubehör hier und kannst natürlich dein Telefon nicht so optimal halten, weil hier ist jetzt der USB-C-Anschluss, hier ist die Kamera und alles muss natürlich auch noch ein bisschen perfekter sein. Dafür gibt es natürlich auch noch eine Lösung. Und zwar von der Firma Moman einen Akkugriff. Ja, hier ist nämlich gleichzeitig auch nochmal eine Powerbank mit drin, falls du noch mehr Strom brauchst. Eine Powerbank und gleichzeitig 4 USB-C-Anschlüsse. Insgesamt sind es 5 USB-C-Anschlüsse. Hier unten ist auch noch einer. Der wird gleichzeitig zum Laden benutzt, aber du kannst natürlich hier auch doch mal 18 Watt rausjagen und dein iPad oder andere Dinge während des Filmes direkt mit Strom versorgen. Kein Problem. Und diesen Griff, den kannst du dann über diese Halterung, die hier noch von SmallRig extra gekauft wurde, mit deinem Telefon verbinden. Das geht sehr schön über die Schraubverbindung und es ist auch alles sehr fest und vernünftig. Der fällt hier nichts runter. Schon hast du einen idealen Griff für dein Telefon und kannst natürlich mit deinem Telefon direkt losziehen und alles machen, was du möchtest. An diesem Moman-Griff sind natürlich auch nochmal 1/4 Zoll Gewinde dran. Das ist das Fantastische. Du kannst da natürlich über verschiedene Schraubhalterungen, wie zum Beispiel hier auch nochmal von SmallRig, jetzt einen extra Monitor mit dran machen, beziehungsweise ein Mikrofon, oder du kannst natürlich auch nochmal ein Akkulicht ranschrauben. Gar kein Problem. Und du kannst hier so viele Dinge anbringen, dadurch, dass hier noch mehr Schraubverbindungen direkt dran sind, ist das alles gar kein Problem. Aber der Moman Akkugriff, der hat dann gleichzeitig auch nochmal eine kleine Stativhalterung, was ich auch gut finde. Du kannst dann diesen Griff mit deinem Telefon auch nochmal irgendwo hinstellen, wenn du jetzt mal was anderes aufnehmen möchtest, wo das Telefon stehen muss, geht das auch sehr geil und sehr schön. Und diesen Griff kannst du auch nochmal als verlängerten Handgriff nehmen. Und gleichzeitig, wenn du mit dem Stativ arbeiten solltest mit deinem iPhone, hast du hier natürlich auch nochmal eine Schraube, um diesen Griff und dein Telefon mit einem Stativ zu verbinden. Und ich bin natürlich ein bisschen am Testen, was hier sozusagen mein Gerät alles so hergibt, und bin mittlerweile total zufrieden. Also wirklich gut gemacht. Ich lobe mich kaum selber, aber diesmal muss es sein. Das ist echt eine wunderbare Geschichte. Du siehst das hier natürlich dann einfach zu halten. Du kommst weit genug weg, musst natürlich hier immer diesen freundlichen Arm dann regeln, also mit einem Imbusschlüssel, damit du mit dem Telefon etwas weiter in den Vlogging-Modus kommst. Aber ansonsten wirklich perfekt. Und dadurch, dass hier natürlich die USB-Anschlüsse verbaut sind, hast du auch kein Problem mit Strom, entweder eine Lampe bzw. Mikrofon oder irgendwelchen anderen Geschichten. Da bist du voll dabei. Also mir gefällt es richtig gut. Hier stellst du das Ganze, wenn du das mal in Ruhe filmen möchtest, stellst du das hier direkt auf die Mauer, hat einen Griff, völlig easy, völlig cool, kannst du filmen, was das Zeug hält, und das wirklich einen ganzen Tag lang, weil du kannst ja das iPhone über die Powerbank direkt noch aufladen, dann wiederum hier die Möglichkeit ist noch da, um das iPhone aufzuladen und noch andere Dinge zu betreiben. Also dieses Teil macht echt Spaß. Und das iPhone 15 Pro Max natürlich genauso. Und ganz wichtig, das kannst du natürlich auch im Querformat verwenden zum Vloggen und für andere Geschichten. Du hebst dir da sozusagen den Arm nicht müde, das ist noch relativ leicht. Also vom Gewicht her merke ich hier nach ein paar Minuten nichts und kannst vor dich hin vloggen und kannst natürlich die Welt den Menschen zeigen, natürlich auch mit dir, und bist immer stabil, vernünftig unterwegs, hast dann durch die externe Festplatte auch keine Probleme, dass dir der Speicher vom iPhone so ein bisschen voll wird. Und diese Lösung, voll der Hammer. Das einzige Problem, was ich im Moment habe, ist, dass man natürlich das iPhone 15 Pro Max nur mit einer externen Festplatte betreiben kann, aber über den USB-Anschluss natürlich keinen Ton mit reinbekommt. Und das wäre natürlich super, wenn man eine Lösung findet, dass man über einen USB-C-Anschluss das Mikrofon und gleichzeitig die Festplatte betreiben kann. Und da habe ich bis jetzt noch keine richtige Lösung gefunden, bin aber so ein bisschen am Friemeln, bleibt also bei meinem Kanal. Ich kriege da definitiv irgendwas hin, was ich hier sozusagen
anschließen kann, damit ich mein Mikrofon, mein externes Mikrofon und natürlich auch die USB-C-Festplatte gleichzeitig bedienen kann. Das wäre natürlich die ideale Lösung, aber momentan musst du halt mit dem iPhone Pro Max Ton arbeiten. Der ist auch nicht schlecht und die Mikrofone sind super, aber manchmal willst du ja sozusagen hier, wie gerade an meiner Kamera, ein richtiges Mikrofon haben, ein externes, sodass der Ton auch sauber kommt, aber da habe ich bis jetzt noch keine Lösung, bleib aber dran und werde es natürlich auf meinem Kanal direkt hier wiedergeben. Ich habe mir jetzt mal den ATEM Mini Pro geholt, um euch das nochmal kurz zu verdeutlichen. Denkt dran, wenn ihr euch einen Adapter holt, dann bitte auf die Schnelligkeit achten. Nicht jedes Kabel ist schnell und meiner ist hier, wie gesagt, in der Videobeschreibung verlinkt. Und wenn du dann über die Blackmagic Kamera App den HDMI Clean Feed als eingeschaltet hast, das ist sozusagen der hier, dann gibt er dir sozusagen das HDMI-Bild aus auf den Blackmagic ATEM Mini Pro und du musst einfach bloß hier HDMI ran und den Kanal deiner Wahl bestimmen und dann kannst du das iPhone 15 Pro oder Pro Max natürlich als Bcam für deinen Livestream benutzen. Wenn du jetzt nur eine Kamera hast, ist das immer eine gute Lösung, dass man vielleicht noch eine zweite Kameraansicht hat oder andere Dinge hier einfügen kann. Ist sehr easy, sehr einfach und sieht auch von der Bildqualität sehr gut aus. Mal als Idee, falls ihr jetzt sozusagen Livestreams macht oder so, könnt ihr das iPhone jetzt auch komplett mit einbinden. Zum Thema Blackmagic App und da gab es einen guten Kommentar unter meinem Video. Ich habe schon ein komplettes Video zur Blackmagic App gemacht. Wer da also mehr wissen möchte, einfach mal auf meinem Kanal schauen beziehungsweise hier in den Link. Und dann gibt es das komplette Tutorial für die Blackmagic App. Aber es hat sich natürlich jetzt auch ein bisschen was geändert in der Softwareversion 1.01. Und zwar hast du hier im Menü jetzt natürlich die Möglichkeit, Apple Lock einzustellen. Das ging in der 1.0er, also in der ersten Version noch gar nicht. Und deswegen ist das jetzt dazugekommen. Du kannst hier zwischen Rec 709, Rec 2020 und so weiter und so fort wählen. Und natürlich auch unter anderem jetzt Apple Lock einstellen. Dann ist das Lock-Format genauso wie in der normalen Apple App. Und du kannst hier auch mit dieser Blackmagic App einfach in Log filmen. Das geht prima und wunderbar. Was jetzt noch nicht geht, was ich bis jetzt noch nicht rausgefunden habe, vielleicht habt ihr da schon bessere Ideen, ist die externe Festplatte anzuschließen. Wenn du jetzt die externe Festplatte anschließt, dann kränkelt er immer noch ein bisschen rum, sucht in irgendwelchen Dateien, beziehungsweise du musst hier in den Dateien irgendwas einstellen. Also so direkt live und in Farbe einfach ranstecken und er zeigt es dir an, so wie bei der Apple Kamera App geht es noch nicht, aber es soll schon gehen. Leider Gottes, ich habe es noch nicht geschafft, aber wenn ihr jetzt kreative Gedanken habt, einfach mal rein in die Kommentare. Vielleicht funktioniert es ja bei euch. Das sind so die kleinen Änderungen für diese Blackmagic App und es macht natürlich richtig Spaß. Ich habe jetzt in den letzten Tagen mal gefilmt mit der App. Sie hat natürlich auch mal ein paar kleine Bugs, ein paar kleine Aussetzer und es ist alles noch nicht so richtig konform, aber ich denke mal, bei Blackmagic geht das schnell. Das wird innerhalb von einem beziehungsweise 2 Monaten komplett alles gefixt sein und hier wirst du eine kostenfreie App haben, mit der du optimal als Kreativer arbeiten kannst im Hochkantformat und natürlich auch im Querformat. Und das Ganze kostenlos zu machen ist natürlich ein Hammer. Blackmagic profitiert natürlich davon, dass du Cloud-Speicher kaufst. Wenn du jetzt mit dem iPhone viel filmst und dann über die Cloud das Ganze dann hochschickst zu deinem Studio beziehungsweise zu dir selber oder gleich in DaVinci reinlädst, dann ist das natürlich immer mit einigen Kosten verbunden für mehr Speicher und ich denke mal, die App ist dafür kostenfrei, aber sie spekulieren natürlich, dass du etwas Cloud-Speicher kaufst und da ist dann natürlich eine monatliche Pauschale mit inklusive für Blackmagic. Ich muss sagen, ich habe mit der App jetzt richtig gut arbeiten können, alle Einstellungen sind relativ vernünftig, bei mir gab es keine Bugs oder Aussetzer und kann sie euch nur empfehlen. Es gibt natürlich noch andere Apps, es gibt noch Filmic Pro als App, die ist aber kostenpflichtig, ja. Und das sind so die beiden größten, die sozusagen alle Funktionen aus deinem iPhone nochmal manuell perfekt verbessern können. Wenn ich euch jetzt was empfehlen müsste, dann ist das wirklich nur Filmic Pro oder die Blackmagic Kamera App. Mit den anderen Apps, die haben dann, da gibt es auch noch Foto-Apps und so weiter und so fort. Aber wir befassen uns jetzt erstmal mit Video und das sind wirklich die beiden Apps, die ich euch empfehlen kann. Blackmagic und dann Filmic Pro, obwohl Filmic Pro natürlich jetzt im Monatsabo verfügbar ist, wenn du weitere Funktionen freischalten möchtest. Und die App hier von Blackmagic, die ist kostenfrei. Mein Fazit zu meinem Setup sieht eigentlich relativ gut aus. Ich habe da jetzt wirklich keine schlechten Erfahrungen mitgemacht. Ich habe das hier in so eine kleine Tasche reingebaut, wo es wirklich
einfach verfügbar ist und dann kannst du es zusammenschrauben, von Cage über die Festplatte bis zur Halterung, und das Ganze ist dann, wenn du es zumachst und schließt und einfach mitnehmen möchtest, wirklich nur noch auf eine Größe zusammengeschrumpft. Das muss man sich überlegen. Hiermit kann man komplette Kinoproduktion machen mittlerweile durch das Apple ProRes und die verschiedenen Einstellungen. Sieht natürlich das Bildmaterial auch mittlerweile gut aus. Es sind im iPhone Sony-Kameras verbaut, was bedeutet, dass du natürlich hier bei DaVinci Resolve auch vernünftige LUTs bzw. Sony-LUTs verwenden kannst, und die sehen dann natürlich auch schon wieder spielfilmartig aus. Aber da probieren wir uns nochmal durch. Da kann ich noch nicht viele verbindliche Aussagen leisten. Auf alle Fälle hier in diesen kleinen Koffer passt natürlich ein komplettes Drehset, was auch wirklich einen Tag übersteht, durch diesen Akkugriff und natürlich auch nochmal durch die kleine Powerbank, die man vorne magnetisch anbringen kann. Ich habe es wirklich schon probiert und bin da einen Tag mit unterwegs gewesen. Jetzt beim Drohendreh waren es insgesamt 7 Stunden mit dem iPhone 15 Pro Max und dem Akkugriff und der Powerbank vorne dran. Und das iPhone war natürlich nachher immer noch voll, weil der Griff dann immer das iPhone geladen hat, wenn ich es nicht gebraucht habe. Und dadurch ist natürlich durch die Wartezeit auch Ladezeit entstanden. Perfekt. Wer nochmal nachschauen möchte und wen es interessieren sollte, natürlich hier in der Videobeschreibung verlinkt. Jedes Zubehör, was ich euch vorgestellt habe, auch der Link nochmal zur Blackmagic Kamera App und auch nochmal zu Filmic Pro. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar kreative Anleitungen geben, dass ihr vielleicht ein bisschen selber bastelt oder jetzt Ideen habt, wie ihr was machen könnt, beziehungsweise was durchführen könnt. Und ich sage einfach Tschüss, bye bye und winke, winke. Das war's mit diesem Video. Vielen Dank fürs Anschauen und sehr gern bis zum nächsten Video.